Wir sind gerade im Tuk-Tuk auf Sri Lanka. Warum? Heute geht es um Campfire der Ideen. Es geht um ganz viele Einreichungen von euch, die ich euch schon mal vorstellen möchte. Und ich hatte sogar die Möglichkeit, einen zu begleiten, der mir den gesamten Produktionsprozess zeigen möchte, beziehungsweise die Erstellung des ersten Prototyps. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, hey, dann bleib sehr, sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute bin ich mit euch auf Sri Lanka. Es ist eine total wilde Geschichte. Wie ist es passiert? Das Video geht heute um Campfire der Ideen. Denn ich wollte beginnen, euch die ersten Ideen vorzustellen, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt und damit wir einfach auch schon mal ein bisschen Gefühl für kriegen, was uns denn auf der CMT 2025 alles erwarten wird. Ich habe also ganz brav eine E-Mail an alle Teilnehmer verschickt und habe sie darum gebeten, dass sie uns entsprechende Videos zur Verfügung stellen, die ich euch dann zusammenschneide. Und dann klingelte mein Telefon und der Benny war dran und hat gesagt, hey, ich schneide dir doch kein Video, du kommst einfach mit und schaust dir das selber an und machst die Arbeit bitte selber. Und ich habe mir gedacht, wow, ja klar, das mache ich, weil so eine Gelegenheit werde ich nie wieder bekommen. Und genau darum geht es mir auch, dass wir damit auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können und dass wir mal verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich von der Idee über die Konzeption des Prototypens bis dann vielleicht hin zu einer Serienproduktion, denn darum soll es ja dann am Ende gehen. Und das finde ich total faszinierend und genau darum soll es heute gehen. Das bedeutet, wir gucken uns unterschiedlich die einzelnen Ideen immer wieder an und dann streuen wir immer wieder mal ein paar Aufnahmen und Eindrücke vor allem hier von Sri Lanka ein und von der Idee, die der Benny hat. Und ich drücke ihm jetzt schon mal die Daumen, dass es am Ende auch wirklich zur Einreichung kommt, denn da ist er sich noch gar nicht sicher. Aber ich freue mich drauf und wir legen jetzt sofort los. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Während wir uns also jetzt auf dem Weg von München über Abu Dhabi nach Sri Lanka machen und der Benny noch in der Zwischenzeit ganz viele Ideen skizziert, gibt es andere Einreichungen, die schon längst fertig sind, wie zum Beispiel Hubert. Aber seht selbst. Hi, wir sind Jannik und Oskar vom Team Hubert und wir beide hassen es schräg zu schlafen. Deshalb zeigen wir euch heute unser flexibles und intelligentes Hubbett für Selbstschlussbauer. Was macht unser Bett so besonders? Bei der Entwicklung des Hubbetts haben wir darauf geachtet, dass der Einbau möglichst einfach ist, sodass er von jedermann bewerkstelligt werden kann. Unser Bett kann in 4 vordefinierten Höhen angehalten werden, beziehungsweise in jeder Position, denn sobald es stoppt, ist es sofort stabil und man kann darin schlafen. Unsere 4 einzelnen Führungsstangen werden jeweils von einem Schrittmotor angesteuert. Dies ermöglicht uns ein ganz besonderes Feature. Und dieses Feature ist das Nivellieren. Nehmen wir mal an, ein Stellplatz ist schräg, was er meistens ist. Dann kann man mit einem einfachen Knopfdruck das Bett in eine waagrechte, vordefinierte Position bringen und man schläft immer gerade, man braucht keine Keile. Ja, vielen Dank an die Jungs von Hubert. Eine geniale Idee, wie ich meine. Und wir befinden uns jetzt gerade im Landeanflug und nachdem ich hundemüde bin, würde ich gerne noch beim Thema Bett bleiben. Der Juri, der hat nämlich auch eine spannende Idee eingereicht. Seht mal. Hallo, ich bin der Juri. Und ich habe für unseren Selbstausbau ein schienengeführtes Bettsystem entwickelt, das es uns ermöglicht, unser Bett überall dahin zu schieben, wo es uns am wenigsten stört. Dafür haben wir an den gegenüberliegenden Innenwänden Schienen montiert, in denen sich die Bettkonstruktion mittels Laufrollen in verschiedene Positionen verschieben lässt. Tagsüber haben wir das Bett vertikal vor der Hecktür positioniert. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben den Lattenrost in 4 Segmente unterteilt, die über Scharniere miteinander verbunden sind und so eine Kurvenfahrt der Bettkonstruktion ermöglichen. Wollen wir die im Heck untergebrachte Dusche benutzen, schieben wir das Bett einfach unter die Fahrzeugdecke. Nun hängen wir noch den Duschvorhang ein und haben mit 90 x 90 cm üppig Platz, während unter dem Bett noch bequeme Stehhöhe vorhanden ist. Um in Nachtposition zu gelangen, rollen wir das Bett einfach über die Küchenarbeitsfläche. Anschließend steht einem erholsamen Schlaf auf 1,40 Meter breiter Matratze nichts mehr im Wege. Ja, und das waren bisher erst 2 Ideen, die eingereicht wurden bei Campfire der Ideen und sie sind wirklich total vielfältig und unterschiedlich. Guckt gerne mal auf campfire.de, denn dort findet ihr alle Einreichungen, könnt mal ein bisschen schmökern, was euch so interessiert. Ich mache mich jetzt erstmal ans Frühstück und werde mal den Benny ausquetschen, was mich denn jetzt so erwartet hier auf Sri Lanka. Wir sind noch ein bisschen zerknittert. Weißt du, wie viel Uhr es gerade in Deutschland hat? Morgens um, ich glaube, 2:30 Uhr oder so. Okay, also dementsprechend verknitterter dürfen wir aussehen. Jetzt erzähl mir mal, wir sind jetzt auf Sri Lanka. Wie wird denn der Tag jetzt ablaufen? Was erwartet mich jetzt? Ja, eigentlich hocken wir uns jetzt gleich nachher ins Tuk-Tuk rein. Und dann mit dem Tuk-Tuk fahren wir dann anschließend direkt in die Produktion halt. Und dann wollen wir in der Produktion quasi erstmal für dich quasi einen kleinen Rundgang machen. Oh wow, und das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Deswegen hauen wir uns sofort ins Tuk-Tuk und machen uns auf den Weg in die Produktion.
Auf der linken Seite sehen wir die Busunternehmen, wo die Angestellten herbringen. Das ist das eigene Busunternehmen. Und dort sind auch dann die ganzen Tuk-Tuks immer. Und jetzt geht es in die zweite Sicherheitskontrolle durch. Ja, und ihr seht, wir waren jetzt nicht die Ersten, die hier angekommen sind. Die Hütte war schon voll und wir wurden auch direkt herzlich empfangen, und zwar von Caro. Caro ist eine der Inhaberinnen. Das Ganze ist noch ein familiengeführtes Unternehmen, allerdings ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und Caro hat uns alles gezeigt, was mich interessiert hat. Und mich hat wirklich eine Menge interessiert. Ich durfte mir die ganzen Maschinen anschauen. Hier zum Beispiel die Cutter, um Segel zu schneiden, um die ganzen Stoffe zuzuschneiden. Ich durfte mir aber auch die ganzen unterschiedlichen Departments ansehen, die es dort gibt. Und natürlich haben mich auch die Arbeitsbedingungen interessiert, denn ich bin ehrlich, ich habe am Anfang große Vorurteile gehabt. Ich dachte mir, naja, dort werden die Leute mit Sicherheit ausgebeutet, die Arbeitsbedingungen werden miserabel sein, aber ich wurde wirklich eines Besseren belehrt. Gerade in Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich erfahren, wie viel Spaß und Freude sie haben, hierher zu kommen. Und zwar nicht nur, weil die Arbeit cool ist, sondern weil sie eben auch für ihre Verhältnisse sehr gut bezahlt werden. Und machen wir uns nichts vor, das Lohnniveau wird ein anderes sein als hier in Deutschland. Aber die Kosten für den Lebensunterhalt sind natürlich auch ganz andere. Das Entscheidende ist aber wahrscheinlich, dass du hier wirklich Fachkräfte hast. Die Leute haben wahnsinniges Know-how, eine sehr gute Ausbildung und sie haben vor allem Lust auf das, was sie tun. Und ich lasse es mir jetzt nicht entgehen und lasse mir von Benny noch ein bisschen die Gleitschirmabteilung zeigen. Und ihr seht in der Zwischenzeit eine neue Einreichung bei Campfire der Ideen und wir sehen uns gleich wieder. Kennt ihr auch das Problem? Wenn man nachts im Camper schläft, man macht schon die Heizung an, weil es eine sehr kalte Nacht werden soll. Innen im Camper ist es gemütlich warm, außen ist es sehr, sehr kalt. Morgens wacht man dann auf, möchte schnell weiterfahren, dann macht man hier die Rollläden auf und dann ist die ganze Innenscheibe beschlagen. Über Nacht hat sich dann eine Menge Kondenswasser gebildet und die ganze Scheibe ist beschlagen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man das sinnvoll weg? Wir haben es schon mit Mikrofasertüchern versucht, einfach die Scheibe abzuwischen. Aber da war nichts zu machen, denn man braucht dann mehrere Tücher, die danach klatschnass sind, die man dann wieder trocknen muss. Und während man versucht, das abzuwischen, läuft das ganze Wasser runter und tropft hier ins Cockpit. Streifenfrei kann man das auch nicht nennen. Und dann haben wir sogar mit Campern gesprochen und gehört, dass manche sogar diese Fenstersauger verwenden. Die sind allerdings sehr groß, brauchen Strom und die Größe und Sperrigkeit führt halt auch dazu, dass man nicht hier in alle Ecken kommt und eben nicht die gesamte Scheibe schön und streifenfrei abziehen kann. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man das sinnvoll weg, ohne Streifen, ohne dass das ganze Wasser hier in das Cockpit läuft. Für dieses Problem haben wir dann ein eigenes Produkt entwickelt und dieses Produkt nennen wir den Camperflower Frosch Frontscheibenabzieher. Das Besondere an dem Abzieher ist auch, dass er das Wasser einsammelt. Das Wasser wird also im Griff gesammelt, es fließt also nicht ins Cockpit. Anschließend nach dem Abziehvorgang kann man das Wasser einfach ausschütten oder man nutzt es zum Gießen von Camperpflanzen. Eine total spannende Idee, wie ich meine. Dieses Problem kennen wir alle im Camper und sogar ich auf Sri Lanka hatte das Thema. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie komme ich denn jetzt von der Idee zu diesem fertigen Produkt? Was ist dein Job dann heute? Was wirst du machen? Was hast du vor? Was hast du dir vorgenommen für diese nächsten Tage? Du hast ja nicht lange Zeit jetzt, ne? Nee, wir haben jetzt nicht lange Zeit, aber also das Wichtige ist eigentlich normalerweise, wir müssen jetzt einmal gucken, wie die Komponenten ausschauen oder die verschiedenen Komponenten. Wir haben ja eine Vorstellung, was wir machen wollen. Wo später erst dazu kommen. Und da müssen wir die verschiedenen Komponenten quasi zusammenbringen, das heißt auch die verschiedenen Produktionsetappen. Also es gibt in dieser Werk, wo wir nachher reingehen, gibt es nicht nur Gleitschirme, da gibt es verschiedenste Sachen. Und diese Kombination müssen wir dann eben zusammenwürfeln und dann, wenn wir dann probieren, muss da ein Sample zuklopfen. Und das wird eine Weile dauern, dafür muss man gleich einen Serienproduktionszyklus auch einpflegen. Es ist nicht so, dass da jetzt 3 Näheren dran hocken und für uns einfach irgendwas machen, sondern das läuft immer über die Serie mit. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen einfach. Und dafür hat sich Benny als allererstes mit den ganzen Chefs der Departments zusammengesetzt und hat ihnen seine Idee erstmal präsentiert. Und sie haben darüber diskutiert. Sie haben sich schon erste Stoffmuster angeschaut, haben überlegt, welche Textilien man dafür verwenden kann. Sie haben natürlich Cutpläne angesehen, die darf ich euch hier im Video aber nicht zeigen. Aber jetzt interessiert uns natürlich erstmal, was ist denn die Idee? Also jetzt sind wir hier in der Fabrik, wo der Benny seine Gleitschirme machen lässt und er selber mit Hand anlegt. Und das ist genau das, was für mich so spannend ist und vielleicht für die alle, die dich auch mit kennen. Wenn du bei uns auf dem Winter-Event bist und so weiter, bist du immer der Wahnsinnige, der unterhält, der Entertainer, der Lustige, der eine Show macht. Und hier erlebe ich dich ganz anders. Erklär mir mal, seit wann machst du das denn hier alles?
Ja, mein gut, Gleitschirmentwicklung selber habe ich ja mit 18 angefangen oder mit dem 18. Lebensjahr. Seitdem mache ich eigentlich Gleitschirmentwicklung. Also das heißt... Seit 2 Jahren? Ja genau, also ich bin eigentlich erst, ja, seit gut 20 Jahren jetzt bald. Und jetzt wollen wir ja eigentlich, oder wir sind ja nicht hierher gekommen, weil du mir erklärst, wie man Gleitschirme baut. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, also hier wird gerade was genäht von euch, aber was hat das mit Camping zu tun? Ja, mit Camping hat es eigentlich ziemlich viel zu tun. Aber das Thema war das, dass irgendwie keiner die Kombination daraus gefunden hat. Wir machen ja hier Entwicklung, also wir haben hier das Development, oder? Und in dem Moment... Jetzt muss ich... Ja. Das ist der best guy hier. Das ist Mr. Gayanta. Oh, hello, Mr. Gayanta. Und Mr. Gayanta... Also wenn ich das mal kurz übersetzen darf. Ich glaube, der Benny hat uns gerade gesagt, dass es hier allein mit Gayanta so Spaß macht, weil mit ihm seit 10 Jahren jetzt, glaube ich, entwickelt. Ja, ne? Genau. Und ihr also als richtiges Team zusammenarbeitet. Er hat ein richtig großes Team unter sich. Gayanta, maybe the first question. How many people are working here for this department? Yeah, in this department, for the moment, 275 people are working. Oh wow, also 270 Leute arbeiten hierfür gerade, für dieses Gleitschirm-Department. And can you tell me, this guy's, he produced paragliders and now he wants to come in Germany to the campervan market. Why? Do you know that? Because he's crazy, super crazy guy. No, I would say like his ideas are really great, and they are really working as well. So far he managed to bring us good business, and I'm sure that he will succeed in future as well. And so his new project, I'm pretty sure that he will succeed. Okay, wow, cool. Thank you very much. And thank you very much for having us here, Gayanta. That's really cool. Thank you. Okay, was Gayanta gesagt hat, ist, dass der Benny einfach ein crazy Typ ist. Es ist einfach ein Wahnsinniger. Und er hat immer sehr gute Ideen und er arbeitet auch immer sehr gut und sehr gewissenhaft mit diesen Sachen. Und er ist sich sicher, dass er ganz viele andere tolle Ideen für andere Branchen hat. Und deswegen macht er sich da überhaupt keine Sorgen, dass du auch dort erfolgreich sein wirst. Also jetzt war Gayanta gerade da. Super cool, dass wir ihn auch noch mal sprechen durften und du ihn einfach so reingecatcht hast. Wir sind stehen geblieben mit dem Thema, du machst Gleitschirme. Wie kommt es jetzt dazu, dass du dich bei Camper anmeldest, dass du was für die Camper-Szene machst? Oder brauchst du für uns Gleitschirme? Ja, vielleicht früher oder später für den Einzelnen, aber sonst nicht. Nee, also das ist ja ganz einfach. Wir machen hier seit Ewigkeiten Entwicklung. Und seit 35 Jahren wird in diese Produktion Entwicklung reingesteckt. Und die Entwicklung habe ich jetzt gesehen, könnte man auch mal anderweitig verwenden. Mein Wohnmobil ist zu schwer, ich habe 3 Kinder. Wenn wir irgendwo unterwegs sein wollen, funktioniert es nicht. Ich brauche extra ein Wohnmobil, ich habe daheim nicht den freien Hof. Also das heißt, ich brauche quasi am besten ein Fahrzeug, wo ich auch zum Skifahren verwenden kann und zum geschäftlich unterwegs sein und auch zum Urlaub machen. Und habe gesagt, gut, aber das geht nicht immer mit den ganzen Möbeln und Zeug. Und habe gesagt, jetzt muss ich vom Gewicht runter und muss mir einfach was bauen. Und durch die Kite Apartment, was wir hier haben, also das Department der macht dort mit Tubes, Kites. Tube Kites ist quasi die Version, wovon die aufblasen ist. Und somit können wir mit dieser Technik auch andere Sachen machen. Und die Kombination Gleitschirmentwicklung mit diesem ganzen Tube Kite Zeug, kann man richtig geilen Scheiß machen. Ja, ist voll spannend, aber jetzt stehen wir ja trotzdem noch in der Gleitschirmabteilung. Tja, jetzt willst du dahin, wo ich eigentlich... Ja klar, Mann. Okay. Dürfen wir schon was sehen? Ja, komm, geh mal. Geil. So, Benny, das ist jetzt der erste große Moment für dich, weil deine aufblasbare Küche wird gerade aufgeblasen, richtig? Was ist jetzt das Interessante für dich? Ja, also das ist jetzt absolut interessant, weil jetzt geht es darum, die aufblasbare Küche wird jetzt fertig, jetzt sind wir von Stabilität das erste Mal. Wir schauen jetzt nachher so die kleinen Details nur an, das ist ja das Sample. Das bedeutet, es ist eine Art Prototyp, an dem erstmal alles ausprobiert wird, alles getestet wird und zwar auf Herz und Nieren. Das seht selbst. Glaubst du, kann man sich da drauf hocken? Nein. Glaubst du nicht? Also, das bezahlst du dann, wenn der Boot kaputt geht. Also ich wiege 95 Kilo. Benny, du musst den Kopf ein bisschen weiter runter, weil so hoch habe ich die Kamera nicht eingestellt. Hey, seht ihr mich? Also es hält 95 Kilogramm aus. Das hält auch noch mehr. Und während Benny jetzt in die Detailplanung geht und überlegt, was die nächsten Prototypen alles können sollen, sehen wir uns die nächsten beiden tollen Einreichungen an.
Servus, hier ist der Manu von den Busbastlern und wir setzen uns sehr dafür ein, dass Camper ihre Zeit unterwegs möglichst gut und auch nachhaltig genießen können. Seit 8 Jahren machen wir Workshops und Veranstaltungen und an jedem Lagerfeuer geht es um das Thema, wie geht man unterwegs aufs Klo? Eine der einfachsten und nachhaltigsten Toiletten für Camper ist die Trockentrenntoilette. Ja, flüssig und fest wird voneinander getrennt aufgefangen und dadurch kann man das Ganze ohne Chemie ganz leicht entsorgen. Damit aber der hinterlassene Haufen im Fahrzeug nicht müffelt, wird mit einem Bindemittel abgestreut. Oftmals wird da Kleintierstreu eingesetzt, aber ohne aktive Entlüftung der Toilette bleibt auch das meistens nicht so ganz geruchsfrei. Und wir haben mehr aus Zufall etwas entdeckt, was perfekt funktioniert, und zwar auch ohne Abluft, unser Poo Powder. Das ist ein Recyclingprodukt aus der Herstellung von Pflanzenölen. Der Treber, also das, was beim Auspressen der Pflanzen übrig bleibt, wird zur Energiegewinnung noch verbrannt und daraus entsteht dann ein Kohlepulver, unser Poo Powder. Das Poo Powder bindet die Restflüssigkeit und neutralisiert Gerüche durch den Aktivkohleeffekt. Und dabei reicht so eine Tasse oder ein Becher, etwa 30 Gramm Poo Powder pro Stuhlgang, locker aus. Also könnt ihr mit dem 3-Kilo-Sack rund 100 Mal aufs Klo. Das macht das Ganze sehr sparsam, sehr platzsparend und theoretisch sind die Hinterlassenschaften sogar kompostierbar. Unser Team und einige unserer Kunden haben das Poo Powder jetzt schon seit über 2 Jahren im Dauereinsatz und schwören drauf, und weil das so gut funktioniert, wird es jetzt Zeit, dass alle Camper unser Poo Powder kennenlernen. Hallo liebe Camperfreunde, ich bin der Tom und ich darf euch heute meine Cozy Couch vorstellen und möchte euch sehr kurz erklären. So, Cozy Couch deswegen, weil sie super bequem ist, in verschiedenen Materialien gefertigt, Handarbeit. Und man kann zu dritt sitzen, man kann zu zweit, man kann chillen, man kann schlafen. Alles machbar mit der Cozy Couch und mit dem Komfort von der Cozy Matratze. Wir haben es in verschiedene Farben, natürlich individuell für euch machbar. Wir haben hier eine Abdeckung vorne, die die Kältebrücke nach vorne abschirmt. Wir haben trotzdem noch den Stauraum zwischen den Sitzen, ja, den ihr komplett nutzen könnt. Ja, vielen Dank an euch beiden, und ihr seht, wie vielfältig die unterschiedlichen Einreichungen sind. Zu einem Thema haben wir allerdings mehrere Sachen bekommen, und zwar zu dem Thema Elektronik. Und 2 Beispiele möchte ich euch jetzt zeigen. Hallo liebe Campingfreunde, ich bin Sven und habe aufgrund der Integrationsversuche meiner Kunden und in den sozialen Medien die Power Fusion entwickelt. Die Power Fusion macht die Integration einfacher, komfortabler und vor allem sicherer. Sie ersetzt den werkseitigen Sicherungskasten und beinhaltet eine Netzvorrangschaltung mit einem RCD-LS für jedes der beiden Netze, macht hierfür aus dem IT-Netz der Powerstation ein TN-Netz, schaltet bei Autarkbetrieb nicht gewollte Verbraucher wie Landstromladegerät, Kühlschrank, Heizung weg und sorgt bei Landstrom dafür, dass die Powerstation wieder geladen wird. Dies möchte ich euch an einem Beispiel an der Einbausituation in einem Pilot zeigen. Dies ist die originale Einbausituation in einem Pilote. Sie verwenden Vago-Winster-Stecker, so wie wir auch für die Power Fusion. Wir entfernen den Landstromstecker, den Verbraucher, die Steckdose, entnehmen den Sicherungskasten, setzen hierfür die Power Fusion ein, verbinden die Steckdosen, die Verbraucher, den Landstrom, legen 2 Kabel zu der gewollten Position der Powerstation, zum Beispiel in der Garage, in einem Schrank oder in einer Ecke, verbinden die Schokosteckdose bzw. den Kaltleiterstecker der Powerstation an der Power Fusion mit Winzer Vago Steckern. Die stecken wir hier rein und haben direkt autark unsere Steckdosen unter Strom. Sollten wir an den Landstrom gehen, schaltet die Power Fusion automatisch die Verbraucher zu, die Steckdosen über den Landstrom und die Ladung der Power Fusion bzw. der Powerstation. Von nun an funktioniert alles automatisch und sicher. Ich hoffe, dass euch meine Power Fusion zusagt und dass ihr mich meinen Pitch am 18.01. auf dem Campfire der Ideenbühne präsentieren lasst. Bis dahin, euer Moin, ich bin Andreas. Verwendest du unterwegs auch noch solche Netzteile an deinem Wechselrichter?
Ich fand das aufgrund dessen Wirkungsgrad sehr ineffizient und energieverschwendend. Mit unseren Batterien müssen wir ordentlich haushalten, um möglichst lange autark unterwegs sein zu können. Also habe ich mir einen Adapter gebaut, um zum Beispiel meine Fritzbox, mein Notebook oder einen großen Monitor effizient und dauerhaft betreiben zu können. Mit dem passenden Adapterkabel macht er mir genau die Spannung, die mein Gerät benötigt. Und hier in meiner Base kann ich das Kabel auch wieder an dem originalen Netzteil anschließen. Also jetzt sind wir hier in so einer Produktionsstraße, denn ein ganz großes Thema ist ja auch, so eine Idee dann in Serie zu bringen. Und hier haben wir einen Mann, der dafür verantwortlich ist. First of all, can you tell us your name, please? Yeah, I'm Danish Veeraratna. Mr. Danish, how many people are working here? I have 2 floors to do the work here. Yeah. I have about 225 people are working here. Oh wow, also ich habe ihn gerade gefragt, wie viele Leute hier arbeiten. Und hier arbeiten auf 2 Stockwerken 225 Leute, die Taschen nähen. So how many bags you will produce over the whole year here in total? We have different customers, so many customers. For all of these customers, we are making about 80,000 pieces per year. Oh wow, also Mr. Danish hat mir gerade erzählt, Sie haben natürlich unterschiedliche Kunden und in Summe produzieren die hier bis zu 80.000 Taschen. Und ich bin mir sicher, mit Bennys Ideen werden das jetzt 100.000 Taschen. Mr. Danish, thank you so much for having us here. And yeah, have a nice day. Der letzte Morgen auf Sri Lanka. Ich bin auch ein bisschen zerknittert, es tut mir leid, Leute, aber wir haben echt viel gemacht. Und hier sieht man schon, alles, was vorhin in deinem Notizbüchchen war, entsteht jetzt gerade. Das ist mega spannend für mich. Bist du denn soweit zufrieden? Meinst du, du kannst einreichen bei Campfire der Ideen? Jo, bin fertig worden. Ja? Chaka. Ja, mega. Oh, sehr gut, da freuen wir uns alle. Wie geht's jetzt weiter? Was erwartest du dir von Campfire? Ja, Campfire der Ideen ist ja eigentlich super. Weil das ist ja Dankeschön. Er kriegt kein Geld dafür. Ja, nein, also das ist ja jetzt ein wichtiger Faktor. Also entwickeln, Erfinder sein und dann anschließend quasi an die Serie auch übergehen und sagen, so, jetzt machen wir den Serienstart. Das ist ja das eine, das muss man hinbringen. Aber was ja nur das andere ist, ist ja das, dass du ja auch die Plattform brauchst, dass irgendjemand muss ja einfach wissen, dass du das kannst. Und dafür brauchst du was wie Campfire der Ideen. Das haben wir letztes Jahr schon angeschaut. Wir haben gesagt, das ist ja eine Plattform, da kann man das mal probieren. Und die möchte ich gerne genießen und nutzen. Vor allem, was wichtig ist, es sind auch andere Leute dabei, Mitbewerber dabei, wo ja ähnliche Geschichten machen oder andere Arten von Geschichten machen. Und ich glaube, die Vernetzung in diesem Bereich als Network, ja, schafft dir vielleicht da auch die Möglichkeit, Sachen deutlich zu erleichtern, deutlich zu pushen und gegen gewisse, sagen wir, eingefahrene Bestandteile, wo eigentlich nicht mehr so Bestandsrecht haben, vielleicht auch ablösen und da innovativer werden. Okay, ja, dann haben wir eine Aufgabe, aber dem wollen wir uns stellen. Netzwerken ist genau unser Ding. Das bedeutet, auf der einen Seite, wie du es gerade gesagt hast, die Erfinder kommen zu uns, es kommen aber auch Industrien zu uns, dass du überhaupt diese Möglichkeit bekommst, in Serie zu gehen. Das ist ein großer Punkt, den du da gerade angesprochen hast und, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch versuchen, mit diesen ganzen Videos, die wir jetzt hier zum Beispiel drehen, aber auch mit ganz vielen anderen YouTubern, Instagrammern und so weiter, euch auch wirklich zu pushen und euch eine kleine Reichweite zu bieten, so wie es uns halt möglich ist. Ja, und dabei ist es für mich natürlich persönlich auch wahnsinnig spannend gewesen, diesen Schritt in die Serienproduktion kennenzulernen und ich hoffe für euch genauso und ich freue mich auch total, diese Kontakte weitergeben zu können in dem Netzwerk von Campfire der Ideen. Kontakte hatte auch der nächste Serienproduktion, kann er auch, seht selbst. Hallo, ich bin der Lenz von Push Components. Ihr kennt vielleicht unseren Fahrradträger, den Pushrack schon und wir haben uns immer ein bisschen gewundert, warum es eigentlich Heckträger für Fahrräder gibt, aber keine Heckträger für E-Scooter gibt. Und deswegen haben wir jetzt einen gemacht. Für die Montage klappt ihr den Lenker um, hängt ihn oben ein mit der Hinterachse. Das ist ein Punkt, den ich gefunden habe, den es tatsächlich bei jedem E-Scooter gibt. Das heißt, ihr könnt ihn, egal welchen E-Scooter ihr habt, ihr könnt ihn da oben einhängen und ihr habt dann 2 Gurte, die ihr mit einer Hand zumachen könnt, damit er richtig gut gesichert ist. Und es gibt sogar noch ein Schloss oben zum Absperren, damit er euch nicht geklaut wird. Wenn euch die Idee gefällt, dann stimmt's bitte für uns beim Campfire ab, dem Campfire der Ideen. Im besten Fall sehen wir uns dann dort und ich habe dann vielleicht auch schon die Prototypenteile in schwarz, damit es so richtig gut aussieht, wie auch bei unserem Fahrradträger. So, und wir bringen jetzt den Tag nochmal zu Ende, bis unser Flieger geht, würde ich sagen. Gucken, dass alles eingepackt wird, dass du alles mit nach Hause bekommst. Wir machen zusammen noch ein kleines Resümee und ich sage herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, einmal mit dir, einmal aber auch
die Menschen hier alle kennenzulernen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Sowas treibt mich voll an, macht mir richtig Spaß. Aber eben auch diese Einblicke zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Da müssen wir uns auch ein bisschen bei Aqua bedanken, ne? Weil das ist schon eine ordentliche Nummer, dass wir hier überall so über die Schulter schauen durften. Ich fand es richtig cool und wir gehen jetzt zum Resümee. Und wir sind wieder zurück im kalten Deutschland, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe wahnsinnig viele Eindrücke mitnehmen können und hoffe, dass ich euch auch das eine oder andere Spannende präsentieren konnte. Ich habe auf alle Fälle schon ganz, ganz viele spannende Ideen gesehen und ihr ja auch, die uns bereits eingereicht wurden. Es sind so viele, dass ich sie gar nicht alle in ein Video packen kann. Deswegen wird es da auch noch mal ein zweites Video geben, wo ihr noch mal die anderen Ideen alle sehen könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich alles auf campfire.de noch mal anschauen und ein bisschen rumschmökern. Und der Benny, der ist auch fertig geworden. Die Küche sieht jetzt ein klein wenig anders aus als den Prototypen, den ich kennenlernen durfte. Es ist sogar noch ein Bett mit dabei, sodass du jeden kleinen Bus zu einem perfekten Camper umbauen kannst und das alles per Luft und Textilien. Sehr, sehr spannend, wie ich meine. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Lasst auch super gerne ein Like da für die ganzen Erfinderinnen und Erfinder. Die haben es auf alle Fälle verdient. Und mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir uns alle am 18. Januar auf der CMT in Stuttgart treffen. Denn dort kommen sie auch alle, die Erfinderinnen und Erfinder. Und die 3 Besten, die dürfen sogar auf der Bühne noch um ihre Idee pitchen. Und am Ende gibt es eine große Netzwerkveranstaltung. An den letzten 4 Tagen der CMT bei der Selbstausbau, da haben wir sogar einen Messestand von Campfire der Ideen. Und dort werde ich zusammen mit der Ela und dem Olli und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern euch die ganzen Ideen zeigen. Und ihr könnt sie anlangen, angucken. Also insofern freue ich mich sehr darauf, wenn wir uns auch persönlich sehen. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Markus. Ciao. So, und wir machen jetzt... Hat schon wieder verkackt. 3. So.